So, wie gesagt, 2018 gab es die Idee, mal ein Wohnmobiltreffen zu machen. Gruppentreffen kennt ihr ja alle, sind immer die gleichen Personen und wir hatten halt eben die Idee, mal ein internationales Wohnmobiltreffen zu machen, wo sich alle mal untereinander kennenlernen und auch Spaß haben. Das war die Idee und bis jetzt hat es gut geklappt. Wir haben Donnerstag, den 8. Juni und Wolfgang Horsch hat gerade das internationale Wohnmobiltreffen hier in Klösserath eröffnet. Ich möchte in diesem Video so ein bisschen zeigen, wie diese Veranstaltung etwa abgelaufen ist. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Gekommen sind zu dieser Veranstaltung mehr als 500 Wohnmobile und wir stehen hier in Klösserath auf dem Stellplatz an der Mosel. Die Veranstaltung findet von Donnerstag bis Sonntag statt und es gibt an jedem Abend ein Programm und natürlich gibt es auch zu trinken und zu essen hier. Da so ein Treffen gut organisiert werden muss und das nicht einer alleine schafft, stellt Wolfgang Horsch hier sein Team vor. Es sind mehr als 20 Personen, die hier ehrenamtlich mitgearbeitet haben und das Ganze mit organisiert haben hier. Eingeladen sind auch Firmen, die Produkte rund ums Camping vertreiben. Überwiegend sind es kleine Unternehmen, die innovative Produkte hier zeigen. Mit einigen, die hier ihre Produkte anbieten, habe ich gesprochen und da hören wir jetzt mal rein. Ich bin der mit den Kassettenhaken, Kassettenhalterung. Kann man noch einmal abnehmen. Wiegt voll ungefähr 17 bis 20 Kilo. Ja. Dranhängen, da oben hinfahren, wegbringen. Ja, das heißt, du hängst das an den Gepäckträger hier an. Genau. Und kannst dann die Toilette da mit einhängen. Und das hält auch dann mit 20 Kilo, oder? Die sind auf 35 Kilo getestet, ja. Die Haken. Ja. Ne, und das hält wunderbar. Ja, schön. Ja, einwandfrei. Und wo kriegt man sowas? Entweder hier vor Ort oder bei mir im Internet. Achso, da ist eine Internetseite drauf. Okay, da kann man. Genau. Alles klar. Mhm. Vielen Dank. Gerne, ich danke. Das werden ja viele kennen, Treppenunterstützung. Nicht jeder braucht das, aber einige brauchen das. Und das wird hier auch vorgestellt. Auch Regalsysteme für die Garage oder Staufächer werden hier gezeigt. Ist ja auch immer wieder ein Thema. Immer nur im YouTube und jetzt darf ich dich live erleben. Ja, ich sehe hier, du verkaufst hier auch irgendwas, oder? Ja, alles was so aus dem 3D-Drucker machen kannst, haben wir versucht zu realisieren. Also. Über Handyhalter, über verschiedene PV-Halterungen, über die Markisenhaken, ja, wo man in die Kette einziehen kann. Ja, ja, die sind aus TBU. Ja, ja. Schön. Gaskappenhalter, Fiat-Schlüssel, der Halter, ja. Ja. Über normale Kleiderhaken. Ja, ja, das ist doch schön. Also alle individuelle Geschichten. Nicht? Camperhalter.de. Okay, das kann man sich merken. Gut, vielen Dank. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Es ist eine Straße, in der die Gewerbetreibenden hier stehen. Ich würde schätzen, es sind ca. 20 verschiedene Firmen, die ihre Produkte hier anbieten. Es ist natürlich keine Messe hier, sondern in erster Linie geht es hier um ein Treffen. Man trifft viele bekannte Gesichter, die man zum Beispiel auch in Spanien gesehen hat. Eine kleine Aufnahme machen. Wir kennen uns ja aus Spanien. Spätzle Fritz, da seid ihr ja zuständig. Genau, es war schön, euch hier mal wieder getroffen zu haben. Dankeschön, wünsche euch noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Marco, er hat die größte Anreise. Er kommt aus Frankreich, Lyon. Lyon? Ja. Ja, fahre ich immer gerne vorbei. Ja. Und da kann ich immer gut übernachten, wenn er da ist. Ja, das ist schön. Das auf dem Video sehen. Ne? Ja. Auf dem gesamten Platz herrscht eine gute Stimmung. Hier und da wird auch ein bisschen gefeiert. Das gehört ja auch dazu. Auch Motorroller ist ja immer wieder ein Thema beim Wohnmobilfahren. Und da habe ich hier interessante Informationen erhalten. Der begleitet mich. Der muss auch mal eine Probefahrt machen. Ja, du verkaufst, sind das alles E-Fahrzeuge? Du hast nur E. Ist doch im Wohnmobil genau das Richtige, oder? Dass Ist nicht stinkt. Richtig, genau. Ja, nicht stinkt, nichts tropft. Nein.
Und ist ja auch gerade so die Zeit, wo das gerade wichtig ist, dass wir... Ja, und 100 Kilometer 1,50 € bei den heutigen Strompreisen. Ah ja, das ist ja ein Preis, ja. Ja, ne, da können wir uns nicht mehr mit bewegen. Ne? 1,50 €, 100 Ja. Kilometer. Was wiegt denn so ein Gerät? 83 Kilo ohne Akku und der Akku ist rausnehmbar, wiegt 9 Kilo. Ah ja. Ich kann einen zweiten Akku reintun, dann habe ich eine Reichweite von 100 Kilometer. Ah, ja. Jetzt mit 50. Und das Teil gibt es auch als 125er. Ach so, das heißt, hier darf ich mit dem normalen Führerschein oder Ja. fahren? Unsere Altersklasse darf auch die andere fahren. Ah ja, richtig, genau. Also was heißt 125er? Dann hast du mehr Power und mehr... Dann habe ich einen stärkeren Motor und die laufen 90. 95. Hier der läuft 45. 45, das ist wie so wie mit dem kleinen Nummerschild. Dieses Genau, aber wir 50 melden die mit großem Nummerschild an. Ja. Tatsächlich ist auf unseren Fahrzeugen THG-Prämie drauf. Die läuft bis 2030 und dann bekommt man ca. 2.400 € Förderung. Und das Fahrzeug kostet 2,7. Wie geht das? Ja, es ist so, es wird mit CO2-Punkten gehandelt und die zahlen im Moment 325 € im Jahr. Ja. Und bis 2030 sind das ja 2.400 € circa. Und jedes Fahrzeug kostet 2,7. Das heißt, wenn ich das jetzt mal oder so habe, verstehe ich es. Ich kaufe ihn für 2,71 Ja. und kriege 2.300 oder 400 dazu. Ja, kostet 400 € das Fahrzeug. Ja. Nee. Ja. Ja. Das ist doch mal was Gutes. Ja. Ja, da muss ich mir merken. Ja, dann wird das ja mal interessant. Das ist, ist Ja. einfach so. Schön. Ja. Dadurch aber die freiwillige Zulassung, man bekommt dann ein großes Nummerschild. Man fährt, braucht man ja auch, so als Spanienfahrer, in Spanien darfst du im Versicherungskennzeichen ja nicht fahren. Ja. Und wenn du die freiwillige Zulassung machst, dann kriegst du ein großes Nummerschild wie ein Auto Ja. und auch Papiere wie ein Auto und dann darfst du auch in unseren Nachbarländern damit fahren und bist versichert. Gute Information. Ich Ja, danke ist so. dir. Bitte. Oder euch. Das hier gehört mir schon. Das ist schon mal deins. serviert. Ich bin am Probefahren. Ja. Geht's mit 2T. Ja. Genau, Birgit mit 2T. Ja. Ich bin begeistert. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Dankeschön. Von Morgen Ahn. mal filmen, wenn die läuft. Ja, das muss ich mir unbedingt Sehr gerne, angucken. sehr gerne. Also und da stickst du sowas hier auf Genau. Schau mal, ich habe verschiedene Schriftgrößen im Angebot. Small, Medium und Large. Zu je 3,50, 4,50 oder 5,50 € für ein ganzes Wort. Aha. Ja. Das heißt, man kann mit allen möglichen Stoffdingern zu dir kommen. Genau. Und dann kann man Alle Textilien, ne? Also alle Handtücher, Texte, Decken, ja, genau. Kissen, Ja. Ich Schürzen, könnte mir jetzt Bademantel. Hako bei dir irgendwo rein. Richtig. Aber auch auf dem T-Shirt oder? Ja, klar. Auch klar. auf dem Ich habe auch T-Shirt. T-Shirts dabei, ne? In allen Größen. Ach so, da können wir Schwarz-Weiß. jetzt. Ach so. Kannst aber auch gerne dein T-Shirt herbringen, also kein Problem. Ja. Und jetzt brauchst du, wenn ich jetzt aber ein Logo haben will oder mein Logo habe, Genau. geht auch. Ja, natürlich. Ach, das geht natürlich, auch. Genau, Ja. das ist dann die Programmierung Ja. einmal und Ja. dann können wir losschicken. Das ist interessant, ja. Ja. Okay, danke dir. Sehr, sehr gerne. Das ist das Schöne hier an diesem Stellplatz in Klösserath. Hier haben auch sehr große Wohnmobile Platz, 12 Meter lang und sie können auch ohne weiteres 20 Tonnen haben. Das ist hier alles möglich. Marian Caravaning ist auch hier Ja, genau. Hallo, lieber Hartmann. Hallo, mit liebe einem Zuschauer. großen, wie soll ich das Fahrzeug bezeichnen? Weiß ich auch nicht, wie du das bezeichnest. Ist, ja, also ich kenne die Marke, du ja auch. Ich kenne die Marke auch. Oh ja, genau, ja. Wir fahren das ja gerne. Ja. Warum seid ihr hier? Ja, wir sind hier, weil hier wirklich, ich sag mal, rund ums Caravaning, ich sag mal, sind ja auch viele Zulieferer und Aussteller hier Ja. halt und hier kannst du sehr, sehr tolle Gespräche führen. Einige Kunden sind da, andere Gleichgesinnte. Das ist eigentlich immer ein schönes Event. Das heißt, das 4. Mal, dass es ausgetragen wird und ist ja wieder mal, wie man sieht, der Wolfgang hat ja wieder keine Kosten und Mühen gescheut, der Platz ist voll. Ja, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend heute. Danke dir. Wir sehen uns. Danke, ciao. Am Abend trifft man sich dann vor der Bühne. Dort gibt es nicht nur Musik, sondern auch mal eine Comedy-Einlage. Und auch der Betreiber hier von dem Stellplatz. Überhaupt, dass wir hier auf dem Campingplatz sind, Herr Horst. Also hör mal, die Veranstaltung ist geendet hier. Sofort und Schluss, Freunde. Es reicht. Diese Lautstärke hier den ganzen Tag, die spinnen ja wohl. Ja, es wird schon gefeiert hier, aber die Lautstärke hält sich hier in Grenzen. Auch die Musik ist nicht übermäßig laut. Wir haben auch in der Nacht immer gut geschlafen. In den Nachtstunden war es hier immer ruhig.
Essen wurde angeboten, 4, 5 Gerichte, einfache Gerichte, sodass man nicht unbedingt selber kochen muss. Es gab immer noch wieder spontane Anreisen. Einige wussten gar nicht davon. Erst dadurch, dass ich darüber berichtet habe, sind dann einige aufmerksam geworden. Und so wurden noch weitere Plätze hier freigegeben. Ich schätze mal, insgesamt waren jetzt schon mehr als 600 Wohnmobile hier auf dem Platz. Die Firma Cougar Tours. Hallo. Grüße euch. Ja. Na, hallo, ja, ihr auch hier? Erste Mal hier? Wir sind zum ersten Mal da, Ja. freuen uns dabei zu sein. Ja. Das bunte Treiben. Heute war schon gut was los. Ja, das ist doch, freut mich, ja, ja. Ja, wir haben ja erst vor kurzem eine Tour mit euch gemacht, haben uns Wien angeschaut. War wie immer alles schön, gut bei euch. Freut uns zu hören. Gut organisiert, hat alles geklappt. Besser kann es Sehr nicht schön. sein, ja. Konntet ihr noch ein paar Ecken von Wien kennenlernen? Ja, genau. Ich bin nun nicht der Mensch, der so Großstädte gerne mag, aber Rita ist ja eher die, die das gerne macht. Und, War aber heute mir früh hat schon auch, da, ja, genau. hat erzählt, dass er dich überzeugen konnte, mitzufahren. Genau. Alles Gute, ciao. Guten Tag noch. Ach, hallo. Gut, Konrad. So ist es. Nichts Schlimmes, nur ich. Ja, ich sehe schon, ihr seid bei der technischen Ding oder bei technischen Dingen hier. Ja. Ja. Ich bin Großhändler für Lithium-Akkus und bin Fachhändler für die Active-Produkte hier. Ah ja, interessant. Ja. Das heißt, bei mir kriegt er die nagelneue Powerstation hier mit 3000 Watt. Da ist auch schon ein Ladebooster eingebaut, Solarladeregler. Das volle Programm kannst hier mit bis zu 700 Watt Peak Solar direkt draufgehen zum Nachladen. Auf Knopfdruck 3000 Watt hier auf den Steckdosen drauf. Handy kontaktlos laden, einfach drauflegen, los geht's, also volle Programm. Sehr innovativ. Ja, auf jeden Fall. Sagen. Starthilfekabel ist mit dabei, kannst deinem eigenen Fahrzeug noch Starthilfe geben. Interessant, kannte ich bisher so nicht. Nee. Ja. Danke für deine Ausführung. Sehr gerne. Ja, und ich habe auch was gesucht und gefunden, und zwar brauche ich neue Latschen, und da habe ich hier so ein junges Paar gefunden, die sowas hier vertreiben auf dem Platz, und mal anprobiert und dann am Ende doch auch gekauft. Ja, ein junges Camperpaar hat einen Online-Shop und verkauft Outdoor-Produkte in verschiedenster Art. Der Wettergott war uns auch gut gesonnen. Sonnenschein von morgens bis abends. Es war schon fast ein bisschen zu warm. Aber manchmal kommt auch ein Gewitter, und das mussten wir jetzt hier auch ertragen. Es war so ein kleines Unwetter, was über uns hinwegzog. Es gab so ein bisschen Hagel, Sturm und, wie man sieht, Regen auch. Kurze Zeit später war das gute Wetter wieder da. Wir sind ja hier an der Mosel. Man kann hier spazieren gehen an der Mosel, mit dem Fahrrad fahren, und man kann natürlich auch die Schifffahrt hier beobachten. Aber nicht nur das. Ich habe jemanden kennengelernt, der fliegt ein Wasserflugzeug, ist Fluglehrer, und der darf hier auf der Mosel landen und starten. Richtigerweise muss man sagen, er darf nur an gewissen Stellen landen und starten. Aber das ist auch eine große Ausnahme. Er ist, glaube ich, der einzigste in Deutschland, der auf einem Fluss starten und landen mit einem Wasserflugzeug darf. Wenn man hier über den Stellplatz geht bei so einer Veranstaltung, dann sieht man schon, wie viele verschiedene Modelle es an Wohnmobilen gibt. Ich möchte mich mal bedanken für alle, die uns hier auf dem Platz angesprochen haben, auch an die, die uns hier besucht haben, die in der Region wohnen und extra für uns hierher gekommen sind, und natürlich auch danke für die eine oder andere Flasche Wein. Samstagabend ging es dann nochmal wieder richtig los mit einigen Künstlern und einer großen Tombola. Wir sind alle heute in Glückssaga. Das ist nicht traurig und das ist nicht schade. Diese Party ist wirklich der Hit. Und heute machen alle mit. Der Wolfgang Horst, das ist ein guter Mann. Ein großer Teil der Einnahmen von dieser Veranstaltung und speziell auch von der Tombola werden einem Hospiz, Kinderhospiz, gestiftet, und auch die Dorfgemeinschaft Klösserath erhält einen Teil. Auch wir haben Lose gekauft, leider nichts gewonnen, aber es ist ja für einen guten Zweck, und deshalb ist das überhaupt kein Problem. Die 3 Hauptpreise waren im Wert von über jeweils 1000 bzw. 2000 Euro. Applaus für die Gewinnerin.
Alle Preise, die hier verlost wurden, sind gespendet worden. So bleiben am Ende mehr als 10.000 € übrig, die dann weitergeleitet werden an das Kinderhospiz bzw. Klösserath. Der Abend ging dann weiter mit Musik und einer beeindruckenden Lasershow. Uns hat diese Veranstaltung gefallen. Es ist eine gute Mischung aus nette Leute treffen, sich unterhalten, bisschen Party machen, Informationen zu Produkten, die man nicht jeden Tag sieht. Und die schöne Umgebung hier an der Mosel, jetzt gerade im Frühling, wo alles schön grün ist, die macht das Ganze natürlich noch runder. Sonntagmorgen, die meisten reisen ab, es geht in die Heimat. Wir bleiben noch, wir haben noch Zeit. Wo wir nun genau hinfahren, wissen wir noch nicht, aber wir werden hier in der Region bleiben. Das war mein Bericht zum internationalen Wohnmobiltreffen in Klösserath. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.